Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Felix und ich freue mich riesig, heute wieder mit euch zusammen zu sein. Und ich bin Lisa. Wir sind eure Gastgeber auf dieser spannenden Reise durch die Welt der Philosophie und der deutschen Sprache. Genau, Lisa. Heute tauchen wir tief in die Weisheiten eines der größten Denker der Geschichte ein, Konfuzius. Seine Lehren sind auch heute noch, nach über 2500 Jahren, relevant und inspirierend. Absolut, Felix. Konfuzius' Philosophie bietet zeitlose Einsichten in Ethik, Moral und die Kunst des guten Lebens. Und während wir seine Ideen erforschen, werden wir auch unser Deutsch verbessern. Ich werde Schlüsselbegriffe und Sätze erklären, damit ihr die Feinheiten der Sprache besser verstehen könnt. Das klingt super, Lisa. Ich bin gespannt darauf, mehr über Konfuzius zu erfahren und gleichzeitig mein Deutsch aufzufrischen. Lasst uns direkt einsteigen. Wer war Konfuzius eigentlich? Und warum sind seine Lehren so bedeutend? Konfuzius war ein Philosoph, Lehrer und politischer Denker, der von 551 bis 476 vor Christus in China lebte. Seine Lehren betonen persönliche und gesellschaftliche Moral, die Bedeutung von starken Familienbeziehungen und die Verehrung der Ahnen. Ahnenverehrung? Das klingt interessant. Kannst du das näher erklären? Gerne. Ahnenverehrung bedeutet, dass man Respekt und Ehrfurcht gegenüber seinen Vorfahren zeigt, also den Menschen, von denen man abstammt. Konfuzius glaubte, dass eine gute Beziehung zu den Verstorbenen wichtig für das eigene Wohlbefinden und das der Gesellschaft ist. Es geht darum, die Verbindung zur eigenen Herkunft und den Traditionen zu wahren. Die Verbindung meint hier den Kontakt oder das Band zwischen Menschen oder Dingen. Also, die Verbindung zur eigenen Herkunft zu wahren, indem man seine Ahnen ehrt. Das erinnert mich daran, wie wichtig es ist, die eigenen Wurzeln zu kennen. Das Wort die Wurzeln, Lisa, was genau bedeutet das? Die Wurzeln, Plural von die Wurzel, bezieht sich hier bildlich auf den Ursprung oder die Herkunft einer Person. Es geht um die familiären und kulturellen Hintergründe, die uns prägen, die einen starken Einfluss auf uns haben. Etwas prägen bedeutet, dass etwas einen starken Einfluss auf uns hat und unsere Persönlichkeit oder unser Verhalten formt. So wie eine Pflanze ihre Wurzeln in der Erde hat, haben wir Menschen Wurzeln in unserer Familie und Kultur. Verstehe. Also unsere Wurzeln, unsere Herkunft, prägen uns und unseren Charakter. Konfuzius betonte auch die Bedeutung der Familie und der Traditionen? Ganz genau, Felix. Für Konfuzius war die Familie die Grundlage der Gesellschaft. Er lehrte, dass Harmonie in der Familie zu Harmonie im Staat führt. Der Staat ist ein weiteres wichtiges Wort. Es bedeutet hier die Gemeinschaft aller Bürger, die in einem bestimmten Gebiet leben, also das Land oder die Nation. Konfuzius glaubte, dass ein gut funktionierender Staat auf den Prinzipien von Gerechtigkeit, Wohlwollen und gegenseitigem Respekt basieren sollte. Gerechtigkeit, Wohlwollen und gegenseitiger Respekt. Das sind wirklich universelle Werte. Gegenseitiger Respekt. Das heißt, dass man sich gegenseitig mit Achtung behandelt. Richtig? Richtig, Felix. Gegenseitig bedeutet, dass etwas auf beiden Seiten gleich ist, dass beide Personen dasselbe tun oder fühlen. Die Achtung ist ein Norm und bedeutet, dass man jemanden respektiert, wertschätzt und anerkennt. Es ist wichtig, dass wir anderen Menschen mit Achtung begegnen, unabhängig von ihrem Alter, ihrer Herkunft oder ihrem sozialen Status. Unabhängig von bedeutet so viel wie egal was oder es spielt keine Rolle. Das leuchtet mir ein. Konfuzius' Lehren scheinen sehr stark auf zwischenmenschlichen Beziehungen zu basieren. Was ist mit dem Konzept der Menschlichkeit, von dem ich oft im Zusammenhang mit Konfuzius höre? Ein zentraler Begriff in Konfuzius' Philosophie ist Ren, was oft mit Menschlichkeit, Mitgefühl oder gütige Liebe übersetzt wird. Das Mitgefühl ist die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und ihr Leid oder ihre Freude zu teilen. Man fühlt mit ihnen. Ren umfasst Eigenschaften wie Freundlichkeit, Respekt, Loyalität und Altruismus. Altruismus? Das ist ein Fremdwort, das ich noch nicht so gut kenne. Kannst du mir das erklären, Lisa?
Natürlich, Felix. Der Altruismus kommt aus einer anderen Sprache und beschreibt eine selbstlose Haltung, bei der man das Wohl, also das Glück und die Zufriedenheit anderer Menschen über sein eigenes stellt. Ein Altruist handelt uneigennützig und hilft anderen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Die Gegenleistung ist etwas, das man als Antwort auf eine Handlung oder ein Geschenk bekommt, eine Art von Tausch. Also, jemand, der altruistisch ist, hilft anderen, ohne etwas dafür zu verlangen. Das ist eine sehr noble Einstellung. Konfuzius sah auch Menschlichkeit und Altruismus als wichtige Tugenden an? Genau. Konfuzius glaubte, dass jeder Mensch danach streben sollte, Ren zu kultivieren, zu entwickeln und zu pflegen. Er sah es als den Weg zu einem erfüllten Leben und einer harmonischen Gesellschaft an. Erfüllt ist ein Adjektiv und bedeutet, dass etwas einen Sinn hat und Zufriedenheit bringt. Ein erfülltes Leben ist ein Leben, mit dem man glücklich und zufrieden ist. Das klingt nach einem sehr erstrebenswerten Ziel. Aber wie kann man Ren im Alltag praktizieren? Gibt es konkrete Beispiele, die Konfuzius gegeben hat? Konfuzius betonte die Bedeutung von Li, was oft mit Riten, Etikette oder angemessenes Verhalten übersetzt wird. Das Verhalten sind die Handlungen und die Art und Weise, wie man sich benimmt, wie man agiert. Li umfasst eine Reihe von Verhaltensregeln und sozialen Normen, die das harmonische Zusammenleben fördern sollen. Also, Li sind so etwas wie die Spielregeln für ein gutes Miteinander? So könnte man es sagen, Felix. Li hilft uns, unsere Beziehungen zu anderen Menschen zu gestalten und unsere Rolle in der Gesellschaft zu verstehen. Es geht darum, respektvoll, höflich und angemessen zu handeln, je nach Situation und Kontext. Der Kontext ist ein wichtiges Wort. Es meint den Zusammenhang oder die Umstände, in denen etwas passiert. Das bedeutet also, dass man sich zum Beispiel in einer formellen Situation anders verhält als in einer informellen. Richtig? Exakt, Felix. Stell dir vor, du bist bei einem Vorstellungsgespräch. Dort würdest du dich anders verhalten als bei einem Treffen mit Freunden, oder? Du würdest formellere Sprache verwenden, dich höflich und respektvoll zeigen. In einer formellen Situation benutzt man eine förmlichere Sprache und hält sich an bestimmte Verhaltensregeln. Sich verhalten bedeutet, wie man sich benimmt oder handelt. Ja, das macht Sinn. Man passt sein Verhalten dem Kontext an. Aber wie passt Li zu Ren, der Menschlichkeit? Li und Ren sind eng miteinander verbunden. Li bietet einen praktischen Rahmen, um Ren im Alltag auszudrücken. Indem wir die Regeln der Etikette befolgen und uns respektvoll verhalten, zeigen wir unsere Wertschätzung und unser Mitgefühl für andere. Also, durch höfliches und angemessenes Verhalten zeigen wir unsere Menschlichkeit. Das ist ein interessanter Gedanke. Genau, Felix. Ein weiteres wichtiges Konzept in Konfuzius' Philosophie ist Xiao, die kindliche Pietät oder der Respekt gegenüber den Eltern und Älteren. Kindliche Pietät? Das klingt nach einem sehr traditionellen Konzept. Was genau bedeutet das? Die Pietät ist ein etwas altertümliches Wort, das Ehrfurcht und Respekt bedeutet, besonders gegenüber den Eltern und Älteren. Xiao beinhaltet, dass Kinder ihren Eltern gehorchen, sie respektieren und sich um sie kümmern, besonders im Alter. Es geht auch darum, die Familientraditionen fortzuführen und die Ahnen zu ehren. Die Tradition sind Bräuche oder Glaubensvorstellungen, die über Generationen weitergegeben werden, von den Eltern an die Kinder und so weiter. Also, die Familie steht bei Konfuzius wirklich an erster Stelle. Aber was, wenn es Konflikte in der Familie gibt? Hat Konfuzius dazu etwas gesagt? Konfuzius erkannte an, dass es in jeder Familie Konflikte geben kann. Der Konflikt ist ein Streit oder eine Meinungsverschiedenheit. Er betonte die Bedeutung von Geduld, Verständnis und Kompromissbereitschaft, um Konflikte zu lösen und die Harmonie zu bewahren. Die Kompromissbereitschaft ist ein zusammengesetztes Nomen, das die Bereitschaft meint, eine Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind, auch wenn man dafür eigene Wünsche zurückstellen muss. Das ist ein sehr weiser Ratschlag. Man sollte also immer versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden, mit der alle leben können. Richtig, Felix.
Konfuzius glaubte, dass eine harmonische Gesellschaft auf harmonischen Familien basiert. Wenn jeder in seiner Familie lernt, Konflikte friedlich zu lösen, trägt das zu einem friedlicheren Zusammenleben in der gesamten Gesellschaft bei. Das klingt logisch. Konfuzius' Lehren sind also nicht nur auf das Individuum bezogen, sondern auch auf die Gesellschaft als Ganzes. Ganz genau. Konfuzius hatte auch klare Vorstellungen von guter Regierungsführung. Er glaubte, dass Herrscher durch Tugend und moralische Vorbildfunktion regieren sollten, nicht durch Zwang oder Gewalt. Also, ein guter Herrscher sollte ein Vorbild für seine Untertanen sein? Genau, Felix. Konfuzius sagte, wenn du das Volk mit Gesetzen führst und mit Strafen gleichmachst, so wird es sich ihnen zu entziehen suchen und keine Scham haben. Führst du es aber mit Tugend und gleichmachst es durch die Sitte, so wird es Scham haben und zudem rechtschaffen werden. Das ist ein sehr tiefgründiges Zitat. Kannst du das für unsere Zuhörer aufschlüsseln? Natürlich. Konfuzius sagt hier, dass Gesetze und Strafen allein nicht ausreichen, um eine gute Gesellschaft zu schaffen. Die Strafe ist eine Sanktion, die man bekommt, wenn man gegen eine Regel oder ein Gesetz verstößt, wie zum Beispiel eine Geldbuße oder eine Gefängnisstrafe. Wenn Menschen nur aus Angst vor Strafe handeln, entwickeln sie kein inneres Gefühl für richtig und falsch. Das Gefühl meint hier das Bewusstsein oder das Verständnis für etwas. Also, es geht darum, dass die Menschen aus Überzeugung richtig handeln, nicht aus Zwang. Richtig. Konfuzius glaubte, dass ein Herrscher, der durch Tugend und gutes Beispiel führt, das Vertrauen und den Respekt des Volkes gewinnt. Das Vertrauen ist ein Nomen, das bedeutet, dass man an die Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit einer Person glaubt. Menschen, die ihrem Herrscher vertrauen, werden eher bereit sein, sich an die Regeln zu halten und zum Wohl der Gesellschaft beizutragen. Das bedeutet, dass Führung viel mit Vertrauen und Vorbildfunktion zu tun hat. Ein guter Anführer geht mit gutem Beispiel voran. Exakt, Felix. Konfuzius betonte auch die Bedeutung von Bildung und lebenslangem Lernen. Er glaubte, dass Bildung der Schlüssel zur Selbstverbesserung und zu einer besseren Gesellschaft ist. Bildung ist also der Weg, um sich selbst und die Welt um sich herum zu verbessern? So ist es. Konfuzius sagte, Lernen ohne zu denken ist eitel. Denken ohne zu lernen ist gefährlich. Das heißt, man sollte nicht nur passiv Wissen aufnehmen, sondern auch kritisch darüber nachdenken? Genau, Felix. Eitel bedeutet in diesem Kontext, dass etwas nutzlos oder sinnlos ist, ohne Ergebnis oder Effekt. Konfuzius meinte, dass reines Auswendiglernen ohne Verständnis keinen Wert hat. Das Verständnis ist ein Nomen und bedeutet, dass man etwas begreift und in seinem Sinn erfassen kann. Wir sollten danach streben, das Gelernte zu hinterfragen, zu analysieren und in einen größeren Kontext zu setzen. Und was meinte Konfuzius mit Denken ohne zu lernen ist gefährlich? Damit meinte er, dass es riskant ist, sich Meinungen zu bilden oder Entscheidungen zu treffen, ohne über ausreichendes Wissen zu verfügen. Die Meinung ist eine Ansicht oder eine Überzeugung, die man zu einem bestimmten Thema hat. Wenn wir unsere Meinungen nicht auf Fakten und Wissen basieren, können wir leicht falsche Schlüsse ziehen und möglicherweise Schaden anrichten. Also man sollte immer offen für Neues sein und seinen Horizont erweitern. Seinen Horizont erweitern ist eine schöne Redewendung. Was bedeutet sie genau, Lisa? Den Horizont erweitern bedeutet, dass man neue Dinge lernt, seine Perspektive, seinen Blickwinkel verändert und offener für andere Ansichten und Ideen wird. Man erweitert sein Wissen und sein Verständnis von der Welt. Der Horizont ist eigentlich die Linie, an der sich Himmel und Erde zu berühren scheinen. Aber hier ist er bildlich gemeint und steht für die Grenzen des eigenen Wissens oder der eigenen Erfahrung. Das passt sehr gut zu Konfuzius' Betonung der Bildung. Durch das Lernen erweitern wir unseren Horizont und werden zu besseren Menschen. Ganz genau, Felix. Konfuzius glaubte, dass jeder Mensch das Potenzial hat, sich zu verbessern und zu einem edlen Menschen, einem Yunzi zu werden. Yunzi? Das ist wieder so ein spannender Begriff. Was zeichnet einen Yunzi aus? Ein Yunzi ist jemand, der nach den Prinzipien von Ren, Li und Xiao lebt. Es ist jemand, der gebildet, tugendhaft, selbstreflektiert ist
und stets danach strebt, sich zu verbessern, der immer versucht, ein besserer Mensch zu werden. Also, ein Junzi ist ein Mensch, der an sich arbeitet, um ein besserer Mensch zu werden. Das finde ich sehr inspirierend. Ja, Felix. Konfuzius' Lehren bieten uns einen Wegweiser für ein ethisches und erfülltes Leben. Sie erinnern uns daran, wie wichtig Mitgefühl, Respekt, Bildung und ständige Selbstverbesserung sind. Und das Schöne ist, dass diese Prinzipien auch heute noch, nach so langer Zeit, relevant sind. Konfuzius' Weisheit ist wirklich zeitlos. Absolut, Felix. Seine Ideen können uns helfen, bessere Beziehungen aufzubauen, eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen und ein sinnvolleres Leben zu führen. Vielen Dank, Lisa, dass du uns Konfuzius und seine faszinierenden Lehren nähergebracht hast. Ich habe heute nicht nur viel über Philosophie gelernt, sondern auch mein Deutsch verbessert. Sehr gerne, Felix. Es macht mir immer wieder Freude, mein Wissen mit euch zu teilen. Und denkt daran, liebe Zuhörer, dass das Lernen einer Sprache ein kontinuierlicher Prozess ist. Lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr mal nicht weiterkommt. Jeder kleine Fortschritt zählt. Das ist ein toller Schlusspunkt, Lisa. Und für unsere Zuhörer, seid gespannt auf unsere nächste Folge, in der wir ein weiteres interessantes Thema behandeln werden. Es wird wieder viele spannende und unterschiedliche Vokabeln geben, mit denen ihr euer Deutsch weiter verbessern könnt. Bis dahin, bleibt neugierig und lernt fleißig weiter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.